Also ich freue mich heute, dich hier als dritten Gast im Shapeshifters Podcast begrüßen zu können. Hi. Es wird spannend, wir reden sehr viel über Basketball, sehr viel über Basketball-related Projekte, die du so begleitest. Ja. Und ja, im Moment hast du sehr, sehr viel zu tun, viel auf dem Teller. Ja. Vor allem auch wegen Better Guards Technology, deinem Arbeitgeber, wo du tätig bist. Wie lange bist du da jetzt tätig und was genau ist dein Aufgabenbereich? Also offizieller Arbeitsbeginn war tatsächlich erst dieses Jahr im April. Aber tätig war ich da eigentlich fast jetzt gefühlt schon 2 Jahre. Dann erst noch als Werkstudent und dann eine kurze Pause. Genau. Und was ich da mache, ist Produktentwicklung. Also wenn ihr jetzt eine Better Guards habt, dann haben wir im Team da all das entwickelt, was ihr sozusagen seht. Wir haben uns dafür entschieden, welche Materialien wir benutzen. Wir haben uns überlegt, wie der Verschluss aussehen sollte, damit er relativ intuitiv ist. Wir haben uns überlegt, wie die Anordnung von dem System sein muss, damit wir tatsächlich die richtigen Kräfte aufnehmen können. Und ja, also im Grunde genommen all das, was jetzt nicht explizit nur die Technologie ist, weil die gibt es schon, die wurde 9 bis 10 Jahre entwickelt. Ja, ich habe dann halt mit meinem Hintergrund so ein bisschen mit Biomechanik etc. mich darum gekümmert, dass das hoffentlich so funktioniert und hoffentlich auch von den meisten so verstanden wird, wie sie dann angezogen werden kann etc. Ich muss sagen, der Bereich passt wirklich wie Faust aufs Auge. Wir haben als Kinder ja auch sehr viel Zeit zusammen verbracht natürlich. Und ich war eher der dann draußen um die Häuser gezogen ist und rumgerannt und Räuber und Gendarmen gespielt hat und Fußball und Basketball und Klettern und hast du nicht gesehen. Und du hast dich ja wirklich eher dann mit diesen Lego-Systemen beschäftigt, Lego-Technik. Sehr viel. Und wir reden jetzt nicht nur von so Basic-Bausteine, ne, sondern auch wirklich, da konntest du ja auch schon wirklich Gelenke entwickeln. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du da waren wir gerade mal 10 Jahre alt, dass du einen abklappbaren Basketballkorb für uns designt hast, den wir dann mit Gummibändern, wo wir dann im Haus spielen konnten, ja. Genau, einfach nur mit Sachen, die bei uns im Keller so rumlagen. Ja, also genau. das war schon irgendwie, es hat sich ein bisschen abgezeichnet, dass du irgendwann dort in dem Bereich landest. Und Ach, ich schätze mich trotzdem eigentlich ganz glücklich, weil es einfach wirklich gerade sehr gut passt. Ja. Einfach mit Basketball, weil lange gespielt, Trainer gewesen und mit Better Guards hat es jetzt einfach ganz gut gepasst, weil die jetzt auch beim NBA Launchpad sich beworben hatten, dort gewonnen haben für den Bereich Knöchelverletzungen, Prävention. Und ja, ich weiß nicht, in der Sache bin ich jetzt dem Ganzen auch wieder ein bisschen näher, was ich einfach ganz cool finde. Der Kreis schließt sich gerade für mich so ein bisschen und es ist gerade sehr aufregend und mit Better Guards passt es einfach gerade auch sehr, sehr gut. wie gesagt, wir haben ja auch lange zusammen Basketball gespielt. Waren Verletzungen auch etwas, was dich so ein bisschen zurückgehalten hat? Vielleicht auch selber professionelle Karriere anzustreben? Ist das auch irgendwie deswegen so ein herznahes Projekt mit Better Guards? Ja, klar. Also ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall bei Better Guards mit dabei, weil ich sage, so Verletzungen haben mich irgendwie schon lange Zeit davon abgehalten, wieder richtig zu spielen. Also nicht nur, dass man mal verletzt war und dann eine Reha macht oder so, sondern auch vom Kopf her. So, dann hat man im Kopf immer das im Hintergrund gehabt und du hast es halt gemerkt. Also das habe ich gemerkt, als ich nach Göttingen gegangen bin zum Studieren, habe ich ein Jahr gebraucht, um irgendwie selber drauf klarzukommen und mich nicht wie ein alter Mensch zu fühlen. Und klar, also Motivation ist für mich natürlich, ich will am Ende, dass alle so lange wie möglich Basketball spielen können oder ihren Sport machen können. Und am besten ohne Verletzung, weil ich denke, die meisten wissen auch, wenn man sich einmal verletzt hat, ist es halt nie wieder vor. Also am besten gar nicht verletzen. Und ich will nicht sagen, dass das dann subsequent bedeutet, keinen Sport mehr machen, sondern du sollst deinen Sport machen. Sport ist am Ende gesund. Aber dann halt mit der Möglichkeit, dich nicht zu verletzen oder nicht so schlimm zu verletzen, dass du halt wieder lange Pause hast. Weil für mich waren das frustige Jahre auf jeden Fall. Klar. Da irgendwie so, ja, nee, klar. Waren immer ein bisschen nervige Zeit auf jeden Fall. Das erste Produkt, womit ihr jetzt sozusagen auf dem Markt seid, das ist The Better Guard. Genau. Seit November letzten Jahres ist die Bandage auf dem Markt in Europa. Genau. Und mit dem ersten Rollout seid ihr im Moment zufrieden? Wie kommt das Produkt an? Das Produkt kommt gut an. Alle Leute oder alle Anwender, die es bis jetzt benutzen, sind ziemlich glücklich. Es sind mehrere tausend jetzt mittlerweile hier und auf der Welt verteilt. Wir sind im Mai auch in die USA gegangen. Und die Resonanz ist sehr, sehr gut. Man muss halt bloß jetzt, sage ich mal, put the name out there. Ja? Also das heißt, man muss einfach
das Produkt jetzt bei mehr Leuten an die Füße bekommen. Und wir sind ganz glücklich. Wir haben jetzt mehrere Athleten, die das Produkt mit endorsen, auch mit deutschen Wurzeln. Darf ich aber noch nicht genau sagen, wer es ist an der Stelle. Aber ich denke, man wird das Produkt jetzt ein bisschen mehr mal sehen und achtet mal drauf, wenn ihr demnächst Basketball schaut, was die Leute an ihren Knöcheln tragen. Darf ich nur an der Stelle so sagen, mehr darf ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Also müsste da richtig so NDAs sein, weil du meintest ja, unter uns meintest du ja auch schon, dass NBA-Teams damit ja trainieren, aber ihr könnt halt noch nicht in die Öffentlichkeit tragen, welche das genau sind und welche Spieler. Genau, also ich sag mal, bei uns geht es jetzt speziell um die genauen Athleten, da dürfen wir das jetzt noch nicht kommunizieren, hat auch damit zu tun, dass wenn ich jetzt vorgreife, wir so ein bisschen den Effekt halt auch verlieren. Wir dürfen aber natürlich schon kommunizieren, dass auch NBA-Teams die Bandage getestet haben. Viele haben die jetzt auch in der Summer League zum Teil getestet, in Trainings, manche auch in Spielen. Das dürfen wir schon kommunizieren. Welche Teams sind es da so? Von wem sprechen wir? Boah, viele. Ich weiß, dass Charlotte auf jeden Fall getestet hat, Utah testet, Orlando auf jeden Fall, Detroit, wen haben wir noch? Pelicans, also New Orleans auf jeden Fall auch. Genau, sind alle auf jeden Fall mit dabei und haben irgendwie so 1, 2 Athleten, die auf jeden Fall testen. Einige haben auch schon weitere bestellt, San Antonio auch. Was ich auch ganz cool finde. Portland noch nicht, aber die kriegen wir noch dazu, glaube ich. Das ist dein Lieblingsteam, das ist mein Lieblingsteam. Mit Brandon Roy als dein Lieblingsspieler. Geteiltes Leid, beide Knieprobleme gehabt. Ja. Sonst ungefähr ähnliche Karrieren gehabt. Ja, so vergleichbar, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr vergleichbar. Du warst ja jetzt auch in den USA, in Vegas, während der Summer League. Ja. Und da habt ihr das Produkt natürlich auch so weiter endorsed. Ja. Und wie war generell diese Summer League Experience und so nah am NBA-Geschehen zu sein? Du hattest ja auch die Möglichkeit, wirklich so hochkarätige Leute kennenzulernen, die sich in dem Realm bewegen. Sehr cool. Also wir waren ja letztes Jahr auch schon da, weil wir letztes Jahr das Lunchbreak gewonnen hatten und durften dieses Jahr nochmal hin. Letztes Jahr war ich nicht dabei, was ein bisschen schade war, aber wie es ist, jetzt konnte ich diesmal dabei sein, das ist schon ziemlich cool. Also Vegas als solches, die Stadt finde ich sehr verrückt, muss ich sagen. Also so ist einfach alles groß, hell, laut. War nicht so ganz meins, muss ich gestehen, aber die Erfahrung als solche war natürlich ziemlich cool. Wir haben viele Leute kennengelernt. Drew Hanlon habe ich kennengelernt dort. Für die Leute, die ihn nicht kennen, der macht so Individualtraining mit Leuten wie Bradley Beal, Jason Tatum etc. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Der hat da so einen Workshop gehabt mit mehreren Individualtrainern, mit denen man dann in Kontakt treten konnte. RC Buford habe ich kurz mal kennengelernt. Das ist der GM von den San Antonio Spurs. Das war dann Teil von den Präsentationen, die dort waren. Also da gab es das Launchpad letztes Jahr, wo wir auch eine Präsentation gehalten hatten. Und dann gab es das Launchpad, was dann dieses Jahr war. Und da sind andere Themen ausgeschrieben worden. Und da konnte man dann auch seine Projekte vorstellen, die Gewinner. Und da gucken sich dann halt mehrere GMs und natürlich auch NBA-Funktionäre an, was da so abgeht. War schon ganz cool. Und dann gab es den Tag darauf in einem Nebenraum oder im Training Facility von der UNLV, von der Universität in Las Vegas, gab es die Tech Expo. Das ist dann sozusagen, wo nochmal alle Gewinner von diesem Launchpad und auch nochmal andere Unternehmen, die schon mit der NBA zusammenarbeiten, ihre Technologie ausstellen können. Und da hat man dann auch wieder sämtliche Leute kennengelernt, Athletiktrainer, Physiotherapeuten, Mannschaftsärzte, aber auch nicht nur aus der NBA, sondern da waren auch dann welche vom olympischen Skifahren etc., was halt schon ziemlich cool war. Und da war auch die Resonanz ziemlich gut. Die Leute finden es natürlich cool, wenn man sich vorstellt, das funktioniert wie ein Sicherheitsgurt. Ne? Ich kann mich natürlich im Auto so viel bewegen, wie ich möchte, wenn ich nicht zu schnell bin, aber sobald, sage ich mal, ein Unfall kommen würde oder ein Impact kommt, ist der Gurt natürlich fest. Und genau das ist halt, glaube ich, das, was es lange nicht gegeben hat. Da gab es lange keine Veränderung bei Sprunggelenksbandagen. Standard war ja immer Aircast, was ich gar nicht verstehen kann, oder dann halt irgendwie die ASO-Bandage. Und das ist jetzt, denke ich, so der nächste Schritt in dieser Entwicklung. Und wir sind jetzt beim Knöchel und mal gucken, wo es noch hingehen kann. Sehr cool. Es ist halt diese Events um die NBA, die dann immer stattfinden, sind halt wirklich wie so ein großer Meeting-Hub. So kann man sich das eigentlich vorstellen, ne? Wo du dein Netzwerk immer weiter ausbauen kannst. Ja. Sehr viele interessante Persönlichkeiten aus verschiedenen Arbeitsbereichen treffen kannst und man bereichert sich irgendwie so ein bisschen. Ja, also ich sag mal, das ging auch von nicht nur NBA, sondern von AAU hoch bis NBA dann natürlich auch, aber halt auch international, nicht nur Amerikaner,
war alles mit dabei. Also waren auch viele Events, wo man hingegangen ist. Ich habe am Ende gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, tatsächlich mal Spiele zu schauen, was ein bisschen schade ist, aber also war die Erfahrung auf jeden Fall wert und ich würde es auf jeden Fall auch nochmal machen. Ich denke mal, mit eurem Unternehmen werdet ihr ziemlich sicher nochmal da sein. Ich hoffe doch. Was genau hast du eigentlich studiert, um so einen interessanten Beruf zu erlangen? Ich habe Orthobionik studiert. Das ist, in Göttingen war das an der Hochschule. Ist im Grunde genommen eigentlich ein technisches Orthopädie-Studium. Also kann man sich vorstellen, dass man den Meister im Schnelldurchlauf macht. Also Orthopädie-Technikmeister. Das heißt, wir haben uns in erster Linie eigentlich damit befasst, Orthesen und Prothesen zu bauen. Also Leute, die ein Bein verloren haben, die Hand verloren haben, dafür einen Ersatz zu machen mit dem, was man industriestandardmäßig kennt. Und dann für Leute, die zum Beispiel Lähmung haben, Spastiken oder wie soll ich sagen, ja, Lähmung, Spastiken sind das erste so in erster Linie oder gibt es natürlich auch Leute mit irgendwie Wachstumsstörungen oder so weiter, wo du dann mit der Orthese, das kommt von außen dran, das ist der Unterschied zur Prothese, wir ersetzen nicht, sondern wir schienen oder so mit bestimmten Teilen und versuchen dann natürlich die Behinderung an der Stelle irgendwo auszugleichen, sodass die Leute größere Teilhabe haben am Leben. Mhm. Und großer Bestandteil vom Studium waren dann auch so biomechanische Aspekte, die halt jetzt gerade interessant sind natürlich. Da habe ich auch jetzt knapp 2 Jahre im Unfallkrankenhaus in Marzahn gearbeitet. Auch wilde Zeit. Das war aber sehr interessant, weil du sehr, sehr viel siehst. Ne? Unfallkrankenhaus Marzahn hat einen riesigen Einzugsradius. Die haben ja auch irgendwie so 3, 4 Helikopter, die den ganzen Tag und Nacht fliegen immer und Leute reinbringen. Da siehst du dann schon relativ frisch die Leute, die halt irgendwie gerade mal irgendwas verloren haben, ganz hart ausgedrückt. Und da geht es dann in erster Linie oftmals darum, mit Leuten umzugehen, die halt erstmal diese Erfahrung gemacht haben, einen Körperteil verloren zu haben zum Teil oder eventuell ein Körperteil zu haben, was nicht mehr wirklich brauchbar ist. Und was da halt interessant ist, du hast eine gewisse Betreuung, wo es natürlich technisch geht es darum, ich baue was funktioniert und was aber in diesen frühen Situationen oder Stationen dort immer ist, dass wenn ich jemanden mit einem Arm versorge, der gerade erst operiert wurde, dann wird die Prothese wahrscheinlich in 2 Wochen fast nicht mehr passen, weil die Schwellung abbaut und bis sich das, sage ich mal, so wirklich wieder eingeformt hat, hart ausgedrückt, dass es wieder passt, mussten wir immer wieder Veränderungen machen. Mhm. So, und das war da schon ziemlich cool, war aber stramm, war wirklich 8 Uhr antanzen und immer Überstunden machen und 1,5 Stunden Arbeitsweg. Aber ich denke, es war die Erfahrung auf jeden Fall wert, weil ich dort viel mitnehmen konnte, was ich denke jetzt gerade auch bei Buttercuts viel hilft. In Göttingen ist ja auch einer der Weltmarktführer ansässig, ne? Mit Otto Bock. Otto Bock, halt ja, so ein bisschen außerhalb. Ja, Otto Bock, nee, ist richtig. Ich meine, die statten ja auch sehr viele paralympische Athleten aus mit Orthesen. Ja. Da sind die, glaube ich, relativ oder die ganzen Blade Runner da mit ihren Carbonfedern, die dann rumrennen, genau. Genau. Nee, richtig. Die sehen schon mega cool aus. Ihr hattet auch die Option, im Unternehmen ein bisschen reinzuschauen, oder? Die haben, gerade weil das ist so ein Pilotprojekt gewesen, haben die schon ihre Studenten, weil das wurde mitfinanziert, auch zum Teil von Otto Bock, um halt gerade, sage ich mal, so eine Art Schnittstelle zu schaffen. Wir haben halt gemerkt, dass das Handwerk und das, was industriell passiert, relativ weit auseinander geht. Und jetzt ging es darum, sozusagen dort eine Art Schnittstelle zu schaffen oder so jemanden, der dort dazwischen funktionieren kann. Das ist so, denke ich, wie ich Orthobionik am ehesten beschreiben würde. Und genau, dann haben die natürlich auch mal eingeladen, dann konnte man dort auch mal eine Werksführung machen auf jeden Fall. Wir haben dann auch mal Vorträge von dem Besitzer, von Herrn Neder mal gehört, bei dem im Elternhaus und so weiter. Das war schon ganz cool. Aber das war jetzt nicht nur Otto Bock, da ist man auch mal zu anderen Leuten gegangen, wie Bauerfeind zum Beispiel oder ich weiß gerade gar nicht mehr auf Anhieb, welche da noch mit dabei waren. Aber genau, da ist man überall mal hin, weil das, sag ich mal, schon deine Arbeitgeber geworden sind, irgendwie für einige auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wie hat dir generell die Zeit in Göttingen gefallen? Weil Göttingen ist ja auch eine Basketballstadt, so, ne? Also da konntest du wahrscheinlich ja auch das Studium sehr gut noch mit dem Basketballverein. Hast du da auch selber noch gespielt? Ja, also ich habe, ich sag mal so, wann bin ich hin? 15? Boah, ist schon eine Weile her, auf jeden Fall. Ja, 15 hin. Und was halt ganz cool war, ist, dass durch Basketball, wir waren schon mehrmals da gewesen,
auch mit der NBBL, weil wir ja da auch gespielt haben. Und dadurch kannte man schon einige Leute. Für mich war der Übergang dadurch ziemlich leicht. Es war jetzt nicht, dass ich irgendwie viel arbeiten musste, um neue Leute kennenzulernen. Und deswegen war es eigentlich sehr cool. Ich habe alle Jahre immer Basketball gespielt, habe auch alle Jahre, die ich da war, auch immer gecoacht. Und das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Habe noch einige sehr, sehr gute Freunde aus der Zeit. Einen sehe ich später noch. Ja, also die Zeit, ich würde auch, sage ich mal, auch als Berliner würde ich sogar Berlinern empfehlen, mal in eine kleinere Stadt fürs Studium zu gehen. Für mich war es eigentlich ganz gut so. Aber nur um mehr Fokus zu haben. Was heißt, ja, um mehr Fokus zu haben, einfach um mal ein paar neue Eindrücke zu haben. Und ich meine, das ist ja auch so absoluter Luxus. Du bist in so einer, in Anführungszeichen, sehr kleinen Stadt. Ist eine Großstadt, hat über 100.000 Einwohner, aber sehr viel Gleichgesinnte. Du hast, ich glaube, 120.000 Einwohner und 30.000 sind Studenten. So, das heißt, du triffst die Leute einfach, wenn du draußen auf der Straße bist. Ich konnte mit dem Fahrrad eigentlich alle Wege machen innerhalb von 10 Minuten. So. Das ist, glaube ich, schon von unschätzbarem Wert sowas. Und dann lernst du mal WG-Leben kennen, lernst mal selber wohnen kennen und lernst dich mal selber zu orientieren, ohne, sage ich mal, sehr viel deine Bekannten und so weiter um dich drumherum zu haben. Und das ist irgendwie ganz cool. Aber auch so ein bisschen eigenständiger zu werden. Genau. Und man hat da trotzdem irgendwie so eine kleine Bubble mit Rückhalt, wo man sich bewegt, mit Freunden, Kommilitonen, die man trifft. Ja. Und ist auch nicht weit weg gewesen von Berlin. Ich meine, ich bin nicht viel nach Hause gekommen, weiß ich auf jeden Fall, weil die Wochenenden halt schon irgendwie weg waren. Aber es war halt trotzdem so, dass in 2,5 Stunden setzt dich in den Zug und bist wieder zu Hause. Also das ist ja nichts. Wenn ich 1,5 Stunden zur Arbeit fahre, dann ist es fast einmal hin und zurück und dann so. Ja. Und auch da schließt sich der Kreis halt einfach wieder über Basketball, wenn wir schon beim Thema sind. Ich habe jetzt da auch einige Freunde gehabt, die halt jetzt überall irgendwie auch unterwegs sind. Jetzt ein Kumpel war dann in München, hat da die NBBL gemacht, macht jetzt die Pro B in Stuttgart, also in Ludwigsburg. Der andere ist jetzt in Frankfurt, macht da NBBL und Pro B. Also einfach dadurch auch überall wieder Leute gehabt, die man irgendwie kennengelernt hat. Und ja. Und dann, ich gebe keinen Shoutout, aber es gab immer das Baba Mixed. Das habe ich sehr gefeiert. Baba Mixed ist so ein Mixed-Turnier, wo man zu 5 spielt, immer 2 Frauen auf dem Feld sein müssen. Und da hast du auch wirklich viele, viele Leute kennengelernt. Das war immer lustig, weil wenn die Frauen Punkte machen, zählen die immer einen Punkt mehr. Mhm. Und auch da hast du dann lauter Leute aus Deutschland und der Welt in der Basketballwelt kennengelernt, was ich auch irgendwie ganz cool fand. Und jetzt seit Corona hat es nicht mehr wirklich stattgefunden, glaube ich. Also letztes Mal dieses Jahr oder letztes Jahr. Und wenn ich nochmal die Chance bekomme, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Nice. Das war immer ganz cool. Wenn du die Zeit findest, ne? Wenn ich die Zeit finde. Gerade ist es echt schwierig, ja. Ich meine, du bist ja dann vor 4 Jahren wieder zurückgekommen. Nach dem ersten Jahr hast du dich ja dann auch entschieden, zusammen mit Maxi Goeth und Madou Cole und mir den Verein BG 2000 zu übernehmen. Ja. Wir haben dabei jetzt alle noch selber aktiv gespielt. Genau. Nur Maxi ist extern noch dazugekommen. Ja. Wie kam es dazu? Ich glaube, man muss ein bisschen vorgreifen. Wir hatten ja das eine Jahr auf jeden Fall nach einem Jahr noch gespielt. Da bin ich zurückgekommen, haben wir gespielt. Und da hatte ich noch in Marzahn gearbeitet. Und dann kam, glaube ich, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie Vierter wir geworden sind. Dritter oder Vierter? Weißt du es noch? Ich glaube Dritter. Dritter? Mhm. Und ich weiß nicht, wer vor uns war. Ich glaube Potsdam und Tysk. Und Tysk waren vor uns und die haben beide halt ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wollen. Und ich glaube, da war dann irgendwann, hatten Madou und du mich dann einfach nur gefragt, ja, wie sieht's aus, wollen wir eigentlich versuchen, den Aufstieg mal wahrzunehmen? Und dann hieß es ja. Und wenn wir das jetzt aber angehen, geht es dann nur darum, den Aufstieg wahrzunehmen und irgendwie in der ersten Regelmannschaft endlich in Berlin zu sein. Und dann haben wir eigentlich gedacht so, nee, wäre ja irgendwie cool, wenn man dann doch eine zweite Anlaufstelle in Berlin werden könnte. Und ich fand die Idee sehr, sehr cool, weil ich wusste, also wann war das letzte Mal eine zweite Bundesligamannschaft in Berlin, hier oben, 2008 oder so. Also eine ganze Weile her. Und dann hatte ich gedacht, ja, ey, lass es machen. Dann haben wir natürlich direkt ganz groß geträumt. Und als wir es dann dem Vorstand, sage ich mal, so vorgestellt haben, haben die gesagt, gut, das
ist am Ende nicht so ganz das, Hier was sind wir die machen. Schlüssel, Hier sind die Schlüssel, hier der Wagen ist gepackt, wir sind bei dem, was dem geht, raus. So. Ja. Tut dem ein bisschen Unrecht. Die waren natürlich noch ein gutes Ende weiter mit involviert, vor allem auch Jacqueline. Jacqueline Fischer, Shoutout auf jeden Fall. Ja, Shoutout auf jeden Fall, MVP. Sie hat damals den Verein noch zusammengehalten. Die hat alles gemacht und dann haben wir natürlich gesagt, okay, dann lass uns das machen. War wild, auf jeden Fall. Ich sage auch, dass die Zeit da für mich tough war, weil dann hatten wir uns ja lange auch nach einem Trainer umgeschaut und es hat sich irgendwie nicht ergeben. Und dann fiel das so, sage ich mal, am Ende so ein bisschen in meinen Schoß, weil ich halt schon lange Zeit auch gecoacht hatte und die Zeit war schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Es war halt so, dass ich irgendwie um 5:30 aufstehen musste, damit ich halt pünktlich in Marzahn bin und dann Training abends bis um 11 oder bis um 10:30 in der Halle und dann gegen 11:30 zu Hause. Ja, und dann auch, aber auch so dieser Leichtsinn, dieser in Anführungszeichen jugendliche Leichtsinn von wegen, ich lasse mir nicht den Tag nehmen, weil ich irgendwie viel zu tun habe, sondern dann mache ich irgendwie gammel ich noch eine Stunde rum und gucke mir irgendwelche YouTube-Videos an oder was weiß ich. Also den Preis hat man dann immer von Freitag auf Samstag gezahlt, wenn man dann irgendwie 12, 13 Stunden geschlafen hat, um den Schlaf von der Woche nachzuholen. Aber ich glaube, ich hätte das auch. Ich meine, dann ist Corona nach 3 Spielen gekommen und für mich war es Glück, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hätte das nicht die ganze Saison durchgehalten. Da wärst du auf jeden Fall an deine Belastungsgrenze. Ja, da wäre ich sehr hart an. Also da kommt ja auch dazu, dass meine Freundin damals, oder meine ehemalige Freundin damals auch nicht in Berlin gelebt hat. Also das hat schon viel, viel gekostet an der Stelle. Und ich kann mich glücklich schätzen und ich glaube, der Verein kann sich auch glücklich schätzen, weil die Saison hat mit 2 Niederlagen gestartet, die wir auf jeden Fall nicht gebraucht hätten. Und da wäre es, glaube ich, schon echt eng geworden, irgendwie zum Ende hin. Aber ich meine, gehört halt manchmal auch mit dazu, ein bisschen Glück. Ne? Glück im Unglück. Glück im Unglück im Grunde genommen, ja. Und ich sag mal, danach hat's ja jetzt so Fuß gefasst und kommt so langsam ins Rollen. Es wird sehr, sehr spannend jetzt die nächste Zeit, denke ich. Genau, also du hast dich ja, deine Rolle hat sich ja dann vom aktiven Spieler zum Trainer entwickelt und nun zum Head of Basketball Operations. Genau. Wie sehr hat sich denn der Verein jetzt in den paar Jahren gewandelt? Boah, ich würde sagen immens. Ich meine, alleine von letztem zu diesem Jahr haben wir unsere Teams praktisch verdreifacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also verdoppelt mindestens, aber fast ein bisschen mehr als verdoppelt. Und ich denke, das zeigt halt auch einfach, wie sehr das bei den meisten Leuten gerade präsent ist, was hier gerade passiert in Berlin. Und also so betrachtet, seitdem wir gesagt haben, wir gehen in die erste Regionalliga, haben wir tatsächlich 2 aktive Saisons gespielt und haben somit innerhalb von 2 oder 3 Jahren 2 Aufstiege feiern können. Und nach der Corona-Saison haben wir einen tollen Partner mit an Bord holen können. Oder auch, ich sag mal, auch schon davor haben wir eigentlich einen tollen Partner während Corona mit an Bord nehmen können. Und das waren halt die Berlin Braves an der Stelle. Mit Joey Elgersma, wo wir schon länger mit ihm geredet hatten darüber, dass man das irgendwie verbinden könnte, weil er hat in erster Linie seinen Running Club da gemacht und die Berlin Braves sind hier auch ein Begriff, weil die viele Events machen und Basketball hat da, glaube ich, einfach gut gepasst. Also es war einfach ein guter Fit und er hat selber ja auch, ist aus den Niederlanden und hat in Amsterdam oder aus der Nähe dort, hat selber auch Basketball gespielt, das heißt, er versteht, worum es dabei geht und das war dann, sage ich mal, so der erste Schritt, dass wir gesagt haben, hey, wir arbeiten mit dir zusammen. So entstehen dann auch die ganzen schicken Trikots, die wir immer sehen. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir natürlich jemanden oder einen Sponsor noch mit an Bord bekommen haben, der auch wie die Faust aufs Auge passt. Und zwar mit Kicks. Da sind wir auf die zugegangen und die haben uns, sage ich mal, dort auch mit aufs nächste Level gehoben. Also die haben sich getraut, für längere Zeit zu committen und denke ich, sehen das Potenzial hier, was hier gerade so ein bisschen heranwächst. Und da sind wir natürlich sehr glücklich, dass es mit denen geklappt hat. Und hoffen, dass das natürlich auch noch einige Zeit so weitergehen kann mit denen. Ja, und was ist noch passiert? Wir haben jetzt den Aufstieg in die Pro B geschafft mit der ersten Herren. Wir sind jetzt zweite Bundesligamannschaft und jetzt geht es auch darum, wir werden die ersten Voll- und Teilzeitbeschäftigten Trainer und Geschäftsstellenleitungen haben in der Vereinsgeschichte. Ich meine, der Verein ist auch nicht wirklich alt, wenn man ganz ehrlich ist. Es sind 23 Jahre, wenn man das so betrachtet, oder 3 Jahre, wenn man sagt, wir haben jetzt komplett neu was angefangen.
würde ich jetzt nicht sagen, weil wir damit so ein bisschen die Arbeit schmälern, die vorher schon passiert ist. Nee, genau. Und ja, also spannende Zeit. Wir wollen jetzt so ein bisschen mehr den Fokus Richtung Nachhaltigkeit legen, weil der Jugendbereich bei uns schon sehr eingeschlafen ist. Ich denke, jetzt hat man mit der ersten Herren eine Mannschaft, die für ein bisschen Schwung sorgen kann auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir, dass die Damen da auch mal ein bisschen Schwung noch mit reinbekommen, dass dort auch ein bisschen mehr Performance mitkommt und dass wir vor allem mehr Kinder für den Sport begeistern können. Und also da ist noch einiges vor. Wir gehen aber Schritt für Schritt. Und du machst das alles im Moment auch noch ehrenamtlich für den Verein, ne? Also Vollzeit nebenbei ehrenamtlich. Ich wollte gerade sagen, also wie viele Stunden am Ende machst du wirklich in der Woche for free sozusagen, um dieses Projekt heranzuziehen? Oh, Wenn du eine Zahl nennen müsstest. wenn ich eine Zahl nennen müsste. Ich coach ja auch noch. Dann kannst du gerne mit einbeziehen in die Zahl. Ja, also ja, mit Coaching, mit den... Ich mache sowas eigentlich nicht gerne, aber also mindestens 20 pro Woche und wenn es mal wirklich ganz hart auf hart kommt und mal irgendwie wirklich viel passieren muss, dann sind es bestimmt auch mal 40 neben der Arbeit, ja. Also Wochenenden waren auch nicht viele. Also vor allem während der Saison nicht. Einfach wegen des ganzen organisatorischen Aufwands, den es gab. Wir hatten viel Arbeit damit, letzte Saison die ganzen Spieltage zu organisieren, weil wir einfach nicht eine genaue Heimhalle bekommen haben. Dann kam da hinzu, dass unsere Trainingshalle geschlossen wird für 2 Jahre, weil der Boden hin ist. Das heißt, Trainingsplan organisieren war auch kompliziert, weil wir nur noch Stückwerk bekommen haben. Wenn wir nur noch einzelne Trainingszeiten bekommen, nicht mal zusammenhängende Zeitslots, in denen dann 3, 4 Mannschaften mal hintereinander trainieren könnten. Das heißt, da muss man sich dann auch überlegen, wer ist der Trainer von dieser und von dieser Mannschaft, wer geht wo irgendwie hin. Dann kriegt man von jeder Halle nur einen Schlüssel, also musst du auch mit allen vernünftig kommunizieren, dass die Schlüsselübergaben klappen und dich darauf verlassen, dass die Leute auch immer dran denken. Also ja, also du denkst halt für viele Leute mit die ganze Zeit und ich hoffe, dass wir jetzt so langsam mal da so hinkommen, wenn wir jetzt die anderen Leute mit haben, dass da auch noch ein paar mehr andere mitdenken, sag ich mal. Ja. Also das Problem ist aber auch generell einfach, glaube ich, die Hallenproblematik in Berlin. Ne? Also ich glaube nicht nur in Berlin, ehrlich gesagt. Nicht nur in Berlin oder generell deutschlandweit. Wir haben halt einfach ein anderes System als viele andere Länder. Ja. Da ist es halt wirklich sehr, sehr gern gesehen. Da werden Spielern teilweise die Schlüssel einfach ausgehändigt und wenn sie trainieren gehen wollen, dann gehen sie in die Halle und können da ihr Ding machen. Das ist halt so eine Versicherungsfrage. Ne? Das ist in Deutschland halt ganz groß. Ne? Wenn ich nicht weiß, wer in der Halle ist und dann niemand sagt, ich habe mich dort verletzt, wer übernimmt dafür die Kosten? Und kann ich irgendwo ein bisschen verstehen, aber ich sag mal, mein größter Wunsch oder was ich auf jeden Fall irgendwann im Laufe dieses Projekts realisieren will, ist, dass wir endlich eine eigene Halle haben. Trainingshalle. Es muss keine Spielhalle sein, das ist sag ich mal, utopisch, vor allem hier in Berlin, wo ist der Platz dafür? Aber eine Trainingshalle, eine eigene, würde unser Leben, ich glaube, ums 20-fache erleichtern. Ja, da muss ich nicht die ganze Zeit in den Austausch mit den Sportämtern gehen und hin und her schreiben mit allen möglichen Vereinen, die Hallen benutzen etc., um dort irgendwie Möglichkeiten zu haben, dass man mal irgendwie einen Camp machen kann. Oder mal 3 Spiele hintereinander spielen kann am Wochenende, ohne dass man sich dann mit Hockey drum kloppen muss oder sowas. Ja, also genau. Also diese Hallensituation in Deutschland ist leider sehr traurig, auch einfach, weil, sage ich, der Renovierungsbedarf riesig ist. Ich glaube, da gab es auch mal eine Zahl vom DOSB oder vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo es heißt, irgendwie 31 Milliarden Euro müssten investiert werden, damit man vernünftige Hallen hätte. Oder alle Hallen renovieren würde. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber das war irgendwie so eine Zahl, die ich mal gelesen hatte. Und so ein Rückstand also zeigt halt auch einfach, dass, glaube ich, die Investitionen in letzter Zeit halt in andere Stellen geflossen sind, was den Umständen entsprechend irgendwie auch passt, aber wo wir, glaube ich, sonst jetzt ganze Generationen verlieren, wenn die in schlechten Bedingungen trainieren müssen. Das gehört ja eigentlich mit in denselben Topf wie Bildung, Schulen, auf jeden Fall. Kultur. Ja. Und es ist ja häufiger, dass man mittlerweile hört, dass die zu kurz kommen. Und 31 Milliarden ist dann auf jeden Fall eine sehr klaffende Wunde. Ja, also muss man so, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. So sind, glaube ich, nicht nur Schulen, sondern Sportplätze und so weiter. Auch öffentliche Anlagen, sage ich mal, wo das irgendwie dann von der Finanzierung wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich ist. Aber ja, also ich glaube, Eltern können ein Lied davon singen, dass Finanzierung in Schulen nicht schick ist, wenn die Einrichtungen dort mal sehen. Und ja, ich habe halt einfach nur Angst davor, dass Bewegung auch als eigentlich sehr wichtig, wurde ja schon immer stiefmütterlich behandelt. Wenn ich überlege, wir hatten einmal eine Doppelstunde Sport in der Woche
und alles andere war 5 Stunden, 3 Stunden oder noch mehr. Wurde schon sehr stiefmütterlich behandelt und gerade Mannschaftssport, denke ich, oder auch Sport an sich, kann einem halt sehr, sehr viel mitgeben. Und deswegen sollte man an der Stelle nicht zu kurz treten, denke ich einfach. Da sollte irgendwo ein gewisser Fokus schon hingehen. Allein all das, was ich durch den Sport bekommen habe, lebenslange Freundschaften, all die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, das würde ich alles in erster Linie auch mit Basketball in Verbindung bringen. Ja, also wir haben das ja auch schon mal in einem anderen Statement gesagt, wir wollen auch dadurch sozialisieren. Alle Arbeit, die heutzutage passiert im Team. Und wo kann ich viel über Team lernen, wenn nicht beim Sport? Ja, also wann komme ich als Kind sonst dazu, im Team wirklich was zu machen, wenn es nicht Gruppenarbeit im Unterricht heißt? Ja, oder wo das dann über eine Woche geht. Da lerne ich es mal ein ganzes Jahr zu machen. Da lerne ich es mal 2, 3, 4 Jahre zu machen und auch immer mal wieder mit unterschiedlichen Leuten. Deswegen der Aspekt ist einfach wichtig. Und ja, ich weiß nicht, es gibt ja diese eine Studie, wo es immer heißt, diese Broken Window war das, glaube ich, wo es irgendwie war, du hast ein Haus und dann, wenn das Haus in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Aber sobald du ein Fenster einwirfst, werden die nächsten innerhalb von den nächsten 2 Wochen auch eingeworfen sein. Also sieh halt zu, dass die Facilities, die Hallen und so weiter vernünftig aussehen. Dann gehen die Leute auch vernünftig damit um. Ja, das halt dazu. Und das ist halt, ich habe da jetzt noch keinen Einfluss drauf, es wäre schön, aber wenn wir wenigstens uns um unsere Facilities kümmern könnten, wenn es dann auch endlich unsere sind. Ja. Ich meine, du siehst es ja auch an Basketballstandorten, die über eigene Facilities verfügen, wie Rostock, Chemnitz, Ulm. Frankfurt. Vor allen Dingen Ulm hat halt ein unglaubliches Trainingsgelände. Ich meine, da steckt natürlich auch ein riesiger Sponsor dahinter, mit Rad zu fahren. Ja. Aber das sind halt auch die Standorte, die jetzt in der Vergangenheit, vor allen Dingen auch im Jugendbereich, immer stärker werden. Ja. Und es ist nun mal darauf zurückzuführen, dass sie halt einfach die Möglichkeit haben, ihre Facilities frei zu nutzen, auch zeitlich. Klar. Es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ein Kind vor der Schule eventuell nochmal eine Stunde werfen gehen kann oder eine Einheit genießen kann. Ja. Oder nach dem Training nachmittags direkt über den Campus läuft. Klar. Oder über die Straße läuft und eine Lifting-Session mit einem Trainer absolvieren kann. Auf jeden Fall. Also ich meine, das sieht man überall in Deutschland. Überall, wo sie jetzt, sage ich mal, eine eigene Trainingshalle haben. Ich meine, in Göttingen hatten sie die gebaut, während ich dort vor Ort war und ich habe die auch mal gesehen. Und ich sage mal, das ist eine schöne Halle und die haben auch Möglichkeiten da, die haben ihre Geschäftsstelle und so weiter drin. Aber es ist kein Riesenkomplex wie jetzt in Ulm, wo ja wirklich auch die Stadt einfach dahinter steht, sage ich mal. Das ist nochmal was anderes. Aber überall dort fangen sie an, erfolgreicher Basketball zu spielen. Ja, Göttingen schafft es jedes Jahr, auch als eine der Mannschaften nicht mit den höchsten Etats, erfolgreich Basketball zu spielen. Also und das macht am Ende schon den Unterschied, dass man sich nicht mit sämtlichen Sportarten um Hallenzeiten kabbeln muss, sage ich mal, hart ausgedrückt. Und die Idee ist ja auch die falsche. Ich will am Ende, dass Leute Sport machen. Mir ist es egal, ob es Basketball ist oder nicht. Ich halte Basketball für den besten Sport, aber wenn du am Ende Ultimate Frisbee oder Rugby oder sonst was spielen willst, dann sollst du die Möglichkeit dafür haben. Und nicht nur donnerstags von 16 bis 17:30 Uhr machen können, sondern eventuell auch, wenn es mal für dich anders passt, dann machst du es halt donnerstags von 12 bis 13 Uhr in der Mittagspause. Meine Güte. Ja, und also da muss es halt hingehen, sage ich. Und hier in Berlin ist halt die große Herausforderung, dass dieser Platz nicht da ist. Das heißt, man müsste halt anfangen, irgendwie neue Ideen dafür zu finden, wie Aufstocken von Hallen, die schon bestehen. Jetzt wird es ein bisschen architektonisch, aber das meiste von dem, was jetzt gebaut wurde ja, sage ich mal, nicht darauf gebaut, dass man über 30 Jahre hinaus denkt, sage ich mal an der Stelle. Mit vielleicht einer steigenden Bevölkerungszahl in Berlin hat man irgendwann, wie man jetzt immer hört, Wohnraummangel. Und wenn wir mehr Leute haben, die hier sind, dann hat man eventuell auch mehr Leute, die Sport machen wollen. Wie sieht das dann aus? Was ist die Lösung dafür? Und ich sage halt, hey, hau eine Halle irgendwo oben drauf und dann ist gut. Dann nimmst du nirgendwo Platz weg, dann nimmst du niemanden Wohnraum weg, du musst nichts irgendwie umnutzen. Ja, und dann wette ich noch auf die ganzen Malls. Ich verstehe das Prinzip, ich verstehe Malls nicht, nutzt die irgendwie um. So, die funktionieren nicht, die rechnen sich nicht, ich weiß nicht, warum die immer weiter entstehen müssen. Die sind Schwachsinn. Das ist so verdammt viel Platz weg. Die nehmen verdammt viel Platz weg und das ist so viel Wohnraum und
leer stehen. Und dann stehen die stehen zur Hälfte leer und ja, also die Malls braucht keiner. Schon gar nicht mehr in der Zeit, wo jetzt online alles bestellt wird. So, ja. Ja, das ist der Sektor, der eigentlich nach und nach jetzt ausstirbt. Also, so Einzelhandel, ja. Genau. Nimmt mit der Zeit jetzt, wird schwieriger auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Ich meine, du siehst es halt auch einfach an den Profis, die jetzt sozusagen im Sommer die Berliner Wurzeln haben, die nach Berlin kommen. Und die einfach keine Möglichkeit haben, also in die Halle zu gehen und in der Offseason an ihrem Game zu arbeiten. Also es funktioniert wirklich nur dann man kennt jemanden in irgendeinem Verein, der einen Schlüssel hat und dann kannst du da rein, bis der Hausmeister vorbeikommt und es mitkriegt in den Sommerferien, falls da irgendwie keine Zeiten geblockt wurden. Klar. Dann fliegst du da raus. Also es ist wirklich, also dieses Leid hören wir halt immer wieder, ne? Dass dann wirklich Spieler kommen, die auch teilweise von Alba ausgebildet wurden und da selber gespielt haben, die dann halt meinen, ja okay, wir sind jetzt nicht mehr Teil des Vereins, wir können aber leider nicht mehr in die Schützenstraße und da trainieren. Können wir bei euch trainieren? Dann haben wir da halt wirklich etliche erste Bundesligaspieler, die bei unserem Pro-B-Training oder in der Offseason aufschlagen und mitmachen oder zocken. Ja. Was für uns natürlich als Verein super schön ist. Ja, weil du halt eine gute Competition hast, aber es kann eigentlich nicht sein, weil du dann natürlich trotzdem verschiedene Levels hast von Spielern und Kalibern, die halt eigentlich auch vielleicht an eigenen Sachen arbeiten wollen in der Offseason und dann halt eigentlich nur die Möglichkeit haben, bei uns mitzumachen und sich da halt irgendwie fit zu halten. Ja, nee, absolut. Ja. Aber ich finde es trotzdem schön, die Leute dann bei uns wenigstens in der Halle mal begrüßen zu können. Ja, absolut. Also den Sommer hier in Berlin geht an alle Profis hier da raus. So, wir versuchen schon irgendwie da Möglichkeiten für euch zu finden, vor allem auch viel zu spielen. Natürlich sind die Möglichkeiten, wie schon beschrieben, irgendwo begrenzt, aber wenn wir die Chance haben, werden wir das. Letztes Jahr haben wir damit angefangen. Ich denke, dieses Jahr geht es weiter und nächstes Jahr wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, irgendwie auch noch mal ein bisschen frischer hoffentlich und dann gucken wir mal. Wenn wir jetzt zurückkommen auf diese Fusion von BG 2000 hieß der Verein ja damals und diese Kooperation dann, die mit den Berlin Braves zustande kam und Joey Elgersma. Der Name des Vereins wurde ja dann auch gerebrandet mit Berlin Braves 2000. Man könnte ja eigentlich so sehen, dass es fast so diese innovative Art des Sportmarketings ist, weil mittlerweile gibt es ja auch wirklich Ligen und Vereine, die sozusagen Creative Director beschäftigen, die dann halt den Verein in eine bestimmte Richtung bringen, von Merchandising, Musik, Kultur des Vereins, Auftreten in den sozialen Medien, Designaspekte. Man könnte eigentlich sagen, dass wir da Vorreiter sind, obwohl wir in einer der niedrigeren Ligen gestartet haben. In Deutschland gibt es das so gesehen noch nicht. Es ist halt wirklich unglaublich schön, wie sehr die Basketballkultur in Berlin zusammen harmoniert mit diesem Community-driven Aspekt der Berlin Braves. Ja, sorry, würde ich nicht unterbrechen. Achso, ja, nee, alles gut. Hättest du damals gedacht, als man sich fusioniert hat, dass die Entwicklung des Vereins in gerade mal 2 Jahren so rasant wächst? Nein. Nee, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist ganz schön zu sehen, wie halt schon mal gesagt, dass die investierte Zeit halt irgendwie sich ummünzt. Ich sehe halt überall sind Leute sehr excited, aufgeregt oder sehr, sehr inspiriert durch das Projekt, weil sie halt sehen, dass ein bisschen mehr passiert als als wir machen unseren Sport und wir verkaufen unsere Trikots. Ja, wir machen ja mehr. Da sind Partys, wir machen Merch, wir haben viele Kreative, die uns dabei helfen, Content zu erstellen, neue Konzepte zu machen. Wir haben kleine Ideen, um kleine Porträts von Mitgliedern im Verein zu haben und so weiter. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der Weg ist, den man jetzt mehr gehen muss als Verein, einfach um vor allem die Generation von heute auch anzusprechen. Also die Kommunikation funktioniert ja nicht einfach nur, meine Eltern schicken mich jetzt zum Sport, sondern ich sehe vorher, was irgendwie cool ist. Ja, ich bin 12, ich gehe, hart ausgedrückt, ich gehe auf TikTok mit 12 und gucke und dann sehe ich da jemanden ein Dunking machen und jemanden einen Ankle-Breaker geben und dann sage ich, okay, dann möchte ich Basketball spielen. Ja, und oder ich sehe dann meine Vorbilder halt bei TikTok irgendwie und wenn wir dort schaffen, halt früh, sage ich mal, Vorbilder zu schaffen, ja, warum nicht so? Ja, warum muss ich in die Halle gehen mit meinen Eltern, wenn die eventuell gar nicht die Zeit dafür haben, weil jetzt immer
irgendwie was anderes noch ansteht, wenn ich das am Handy dann schon sehen kann, dann hat das eventuell auch schon eine gewisse Wirkung. Und wie du gesagt hast, ja, also ich denke, das ist der Anspruch, der jetzt an Vereine geht. Also das muss man jetzt mittlerweile so machen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht ohne Grund, dass auch alle möglichen Unternehmen das machen. Ich würde nicht sagen, wir sind ein Unternehmen oder noch nicht, sage ich mal, aber wir wollen trotzdem, sage ich mal, schon zukunftsweisend funktionieren, sage ich mal. Einen einfachen Verein aufzubauen, schafft jeder. Was macht uns anders? Ja, anders macht uns, dass wir verstehen, dass Hip-Hop fast aus Basketball raus entstanden ist, irgendwie so hart ausgedrückt oder so, und dass diese Verzahnung sehr stark da ist und dass mit Hip-Hop auch Kunst einhergeht, auch Poesie, auch Fashion, und noch viele andere Bereiche, die halt einfach so gut verzahnen, dass wir nicht nur Sportler ansprechen, sondern dass wir auch Musiker ansprechen, dass wir Leute im Fashion-Bereich damit auch ansprechen. Und das ist mir viel lieber, Basketball als Sticky Point für das alles zu haben, weil wir werden jetzt auch bei den Camps, die wir für Kinder machen, wird es nicht ausschließlich nur um Basketball gehen. Ja, weil es ist schön, wenn du sehr früh mit einem Sport anfängst. Es zeigt sich aber auch, wenn ich mit 7 einen Sport anfange und den bis 20 mache, ist meine Wahrscheinlichkeit, mich da zu verletzen oder Disbalancen zu haben, größer, als wenn ich am Anfang ein bisschen diversifizierter zum Beispiel Sport mache. Gleichzeitig sage ich, wir haben viele kreative Leute. Kreative Arbeit ist das, was wahrscheinlich schon eher zukunftsweisender ist, sage ich mal, gerade mit den Entwicklungen, die es jetzt irgendwie so in der Industrie gibt. Warum nicht auch meine Kreativität für mich entdecken? Sei es mit dem Sport, sei es damit, dass wir werden 1, 2 Kreative haben, die dann mit denen mal ein Bild malen, mit denen mal ein T-Shirt entwerfen, mal ein T-Shirt bedrucken, batiken, was auch immer. Ja, wenn ich das im Alter von 12 mache, dann habe ich mal meine Hände auch für was anderes benutzt, als auf einem Screen rumdrücken, hart ausgedrückt. Und ja, also das ist, worum es mir geht. Auch Leidenschaften entdecken, neue Leidenschaften entdecken. Und vielleicht lerne ich dann dort auch 2, 3 Leute kennen, die meine Leidenschaft teilen, genauso wie wir uns kennengelernt haben. Oder wir kennen uns jetzt schon immer, aber genauso wie Madu und Maxi. Ja, unsere Leidenschaft ist Basketball und wir sind Gleichgesinnte und wir haben uns dafür entschieden, das jetzt hier hochzuziehen. Und das ist, denke ich, was ich möchte. Ich möchte, dass die Leute Gleichgesinnte kennenlernen. Und Basketball ist dieser Sticky Point, weil er einfach in so viele verschiedene Bereiche geht. Ihr habt es ja jetzt visuell auch geschafft, so den Verein irgendwie zu bauen, nicht nur visuell, sondern auch strukturell, der halt irgendwie so ein Paradebeispiel ist für, wenn junge Leute zusammenkommen und ambitioniert ein Projekt hochziehen möchten. Ja. Ich meine, auch viele Strukturen im deutschen Basketball sind halt auch sehr veraltet, muss man halt einfach sagen. Das sieht man halt vor allen Dingen im DBB sind halt auch noch viele Funktionäre, glaube ich, dabei, wo man auf jeden Fall mal so ein bisschen neues, junges Blut gebrauchen könnte. Ich finde, dass da schon viel gemacht wird jetzt in den letzten Jahren, um Basketball auch irgendwie ein bisschen zu stärken. Ja. Aber dass da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Der Verein, so wie er sich jetzt sozusagen entwickelt, ist das irgendwie so ein Verein, den du dir auch als Kind irgendwie oder als Jugendlicher gewünscht hättest? Klar, also ich denke schon, auf jeden Fall. Also man muss, glaube ich, auch so ein bisschen dazu sagen, so als Kind nimmst du das vielleicht nicht ganz so wahr oder vielleicht breitet sich das jetzt so ein bisschen aus, aber ich würde sagen, natürlich, klar, als Kind eine Mannschaft zu haben, zu der ich aufschauen kann, sage ich mal, so als Perspektive, Vorbilder, klar. Dann eine Identifikation über das in der Halle sein und ich trage das Trikot hinaus auch. Ne? Wenn ich weiß, ich kann T-Shirts tragen von meinem Verein und ich trage die mit Stolz, ich kann die mit Stolz tragen, weil die sind auch cool, die sehen cool aus, Leute sprechen mich drauf an, natürlich. Also da würde ich sagen, klar, als Verein würde ich mir das schon wünschen. So. Und wie ich halt auch vorher schon mal gesagt habe, was ich einfach cool finde, ist, dass du viele Leute aus unterschiedlichen Lebenslagen und aus unterschiedlichen Richtungen einfach dabei hast. So, und das heißt, würde für mich jetzt bedeuten, wenn der Verein, sage ich mal, damals so gewesen wäre, das heißt, ich gehe mit dem einen Freund dort zum Sport und mache meinen Sport und dann nächsten Tag in der Hochschulpause spreche ich aber mit einem Kumpel, der halt bei einem Spiel zuschauen war bei den Erwachsenen. Unbedingt. Also
das wäre ja ein traumhafter Verein. Also so sollte ich, denke ich, würde ich mir einen Verein vorstellen, für den ich spielen will, als Jugendlicher, klar. Ich glaube, der Ansatz ist halt auch wirklich sehr, sehr innovativ und man merkt halt auch einfach, dass allein schon bei dem Zuspruch jetzt nicht nur von Seiten der Mitglieder, dass wir immer mehr weiter wachsen, auch im Jugendbereich, sondern wir haben ja auch geschafft, jetzt wirklich sehr, sehr gute Trainer, Spieler, die auf sehr hohem Level vorher gespielt haben, zu bündeln in dem Verein. Unter anderem Ahmad Shahzadeh, der früher selber gespielt hat, ein Konstantin Lewowski, der 12 Jahre lang bei Alba an der Seitenlinie stand, Maurizio Para. Das sind ja alles Personalien, die sich jetzt dem Projekt verschrieben haben, die natürlich auch irgendwie eine Vision für diesen Verein verfolgen. Ja, ich denke, was die halt sehen oder was in erster Linie auch mit denen kommuniziert ist, wir wollen hier was langfristig aufbauen. Ja, und ich denke, die sehen das Potenzial zum einen und ich glaube, was selber mit aufbauen macht auch Spaß und gerade die Leute haben Erfahrung da drin. Ahmad hat, glaube ich, den Aufstieg in die Bundesliga in 2 verschiedenen Vereinen schon mal gemacht, bringt selber viel Erfahrung als Spieler mit, macht jetzt seine ersten Schritte als Trainer und ihn begleiten dann halt auch Leute wie Konsti Lewowski. Konsti Lewowski hat nicht als Spieler den Aufstieg gemacht, sondern er hat bei Alba den Jugendbereich aufgebaut, was für uns jetzt auch natürlich super interessant ist. Die haben ja, ich glaube, erst einen Jahrgang nach mir wirklich angefangen, auch Jugendarbeit zu betreiben. Ja, den Marley John Louis, der jetzt bei uns spielt, hat bei Alba, haben mit ihm die Jugendarbeit im Grunde genommen angefangen. Und dann aber auch gleich ziemlich erfolgreich, muss man dazu auch sagen. Deswegen sehr interessant. Dann hat Konsti Lewowski in Chemnitz dort auch den Jugendbereich aufgebaut, wo die jetzt auch 2, 3 Jungs haben, die mit hochkommen. Lass es den Bruno Albrecht sein, der da jetzt irgendwie mal ein bisschen gespielt hat in Chemnitz und jetzt bei Frankfurt in der Pro A ist. Oder ich glaube, Jonas Richter heißt er, lass mich lügen. Der in der Johannes Richter, der jetzt in der ersten Bundesliga bei denen spielt. Ne? Also ich sag mal, das ist so ein bisschen leistungsorientierter, aber sie wissen halt, worauf es an der Stelle dann auch ankommt. Und genau das, was ich glaube, sie fasziniert, ist, dass wir nicht sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie gerade einfach nur cool sein, sondern wir sagen, wir wollen nachhaltig hier was aufbauen und wir wollen auch perspektivisch nach oben. Ja, weil ich werde keinen Marley Jean Louis davon überzeugen, einfach bei uns ein bisschen zu zocken. Ich werde keinen Philipp Daubner einfach davon überzeugen, dass wir einfach nur zocken wollen, sondern es geht schon darum, dass man perspektivisch was hilft, mit aufzubauen. Und das verstehen, glaube ich, alle in dieser Community. Ja? Seien das jetzt die Leute, die als Fans kommen, seien es jetzt die Leute, die als Trainer hier bei uns im Verein funktionieren. Die verstehen alle, dass es nicht nur darum geht, einfach das Ganze am Leben zu halten, sondern mit Leben zu befüllen. Und das kann man machen als Trainer, als Spieler, als Funktionär, als Sponsor, als was weiß ich, als Fan. Kann jeder machen. Ja, und das ist, glaube ich, das, was die meisten jetzt auch so ganz gut verstehen. Ja. Ich meine, in der kommenden Saison geht es jetzt ans Eingemachte. Das ist jetzt die erste professionelle Liga so gesehen. Ja. Ihr habt den Aufstieg, oder wir haben den Aufstieg jetzt geschafft aus der ersten Regionalliga in die Pro B. Ja. Ja, also ich denke mal, dass sich da vermutlich ja auch schon sehr, sehr viel ändert. Ne? Also wie sieht es von der finanziellen Seite aus? Seid ihr auf mehr Sponsorengelder angewiesen und wer sind so, also du hast ja Kicks schon genannt, die da die Vision auch mitverfolgen. Ja. Wer sind da so die Sponsoren bisher, die euch den Rücken stärken und was kommt da finanziell auf einen zu? Genau, also es kommt sehr viel auf uns zu auf jeden Fall und was halt jetzt gerade wirklich sehr stark im Vordergrund steht, ist natürlich Sponsoren zu bekommen, um die finanzielle Aufstellung für diesen Verein hinzubekommen. Also wir werden auch kommenden Sonntag wahrscheinlich mit einem Crowdfund live gehen, wo es dann auch darum geht, so ein bisschen die Basis nochmal zu stärken, den Trainer mitzufinanzieren, den wir jetzt eingestellt haben. Genau, aber jetzt nicht zu sagen, auf wen man da jetzt zugeht, sondern wer ist denn jetzt schon mit dabei, wer stärkt uns gerade den Rücken. Kicks hatten wir schon angesprochen. Und dann Drycon ist seit letztem Jahr mit dabei und mit denen haben wir ja wirklich eine schöne, coole Kampagne zusammen gemacht, dann noch eine kleinere Kampagne. Genau, und dann gibt es ein paar Trikotsponsoren, die jetzt demnächst noch mit an Bord sein und folgen noch sehr viele interessante Gespräche auf jeden Fall. Es kommt so... Ich darf da jetzt noch nichts zu sagen, wie das immer so ist, aber da sind auf jeden Fall viele interessante Gespräche und ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass dort demnächst noch was bei rumkommt. Aber um, sage ich mal, Zahlen drauf zu packen,
Im vergangenen Jahr hat uns der Betrieb für alles zusammen circa 120.000 gekostet. Jetzt müssen wir eigentlich fast verdreifachen und stehen am Ende aber fast ähnlich da, weil das hat auch damit zu tun, dass die Liga gewisse Voraussetzungen hat, damit man die Lizenz bekommt. Und dazu gehören dann halt Vollzeitanstellungen von Trainern, Teilzeitanstellungen von Leuten in Geschäftsstellen etc., die halt so ein Budget extrem hochtreiben. Natürlich. Ja, das Aber heißt, gleichzeitig kannst du natürlich dadurch auch gewährleisten, dass der Verein eine gewisse Professionalität hat und so weiter. Und nachhaltig angelegt ganz ist. Genau. Ne? Und das macht halt dieses erste Jahr sehr verkrampft. Also da ist schon viel Druck gerade hinter, dass wir wirklich versuchen, die Sponsoren hier zu kriegen. Und auch bei den Sponsoren, die ich jetzt zum Beispiel schon genannt habe, mit Drycorn, mit Kicks, finde ich, ist die Besonderheit, es unterstützen uns Unternehmen, die gar nicht in Berlin angesiedelt sind. Ich muss gestehen, ich vermisse noch so ein bisschen die regionale Unterstützung, verstehe aber auch gleichzeitig, dass es hier in Berlin von der Ansprache her wirklich schwierig wird, wenn man sich einfach die Vereinslandschaft anschaut. Wir haben ja gefühlt in jeder Sportart eine erste Bundesliga Damen, erste Bundesliga Herren, zweite Bundesliga Damen, zweite Bundesliga Herren. Und da ist schon sehr viel einfach abgegriffen, muss man an der Stelle sagen. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir natürlich auch versuchen, neue Arten des Sponsorings anzubieten. Irgendwie, wo wir halt, ich meine, wir bieten zum Teil Kreativarbeit an. Ja, das heißt, hey, wie wir es für Drycorn gemacht haben, wir schießen eine kleine Kampagne mit Produkten von euch etc. Lasst das Videocontent sein, den wir herstellen, mit ein paar Sticky Points von unserer Seite, mit Ideen. Wir überlegen uns jetzt gewisse Videoformate, die als organischer Content gut für Produktpositionierung funktionieren können. Also man muss da, glaube ich, mittlerweile ein bisschen kreativer werden, vor allem über soziale Medien, weil das gerade so das beliebtere Medium ist, Leute anzusprechen. Das klassische Sponsoring ist einfach gerade nicht so attraktiv und die Halle ist auch noch nicht so voll. Deswegen an der Stelle, Leute, kommt in die Halle, dass man das klassische Sponsoring so geldbringend an den Mann bringen kann oder an die Frau. Ich glaube, dass da der eine Aspekt natürlich ist, dass die Landschaft schon so ein bisschen abgegrast ist, aber die andere ist natürlich auch, dass wir halt einfach noch nicht so eine lange Vereinshistorie haben. Also Klar. Wenn du die Vereine vergleichst jetzt, Hertha BSC, Alba Berlin, SCC, Wollis, Reinickendorfer Füchse, das sind Vereine, die halt schon über Jahrzehnte bestehen und wirklich sensationelle Arbeit leisten. Klar. Ich glaube, auf die Historie können wir halt bisher noch nicht wirklich zurückgreifen, aber sobald man halt wirklich irgendwie über 5, 10 Jahre wirklich exzellente Arbeit leistet, denke ich mal, dass halt vielleicht auch traditionellere Sponsoren auf einen zukommen und halt irgendwie so ein bisschen einen crediten dafür, für was man so leistet in Berlin und für die soziale Umgebung und für Kinder. Aber ja, also es ist noch ein langer Weg und deswegen finde ich es aber auch gerade spannend, dass ihr diese Ansätze findet, von wegen, okay, wie können wir Sponsoring neu gestalten und attraktiver gestalten. Also es gibt, glaube ich, wenig Vereine, die halt sozusagen eine Kreativagentur im Sportverein vereinen und dann halt sozusagen all diese Konzepte auch herstellen können, Produkte platzieren können. Ich glaube, dass das tatsächlich auch irgendwie die Zukunft des Sponsorings ist. Denke ich auch, und also ich finde vor allen Dingen halt die Konzepte, die da entwickelt werden auf Social Media, sind halt super spannend mit Humble Pie, wo dann, wie gesagt, diese kleinen Ausschnitte von Spielern gezeigt werden, was sie eigentlich in dem Alltag machen oder warum der Sport sie so begeistert. Definitiv. Ist super spannend und ich freue mich da auf jeden Fall auch auf den neuen Content, der in der Zukunft kommt. Aber wo soll jetzt längerfristig dann das Projekt hingehen? Also jetzt ist die Pro B natürlich nächstes Jahr. Genau. Jetzt Seht ihr euch dann bald auch in der Pro A und ersten Bundesliga? Was heißt bald? Mittel- bis langfristig ja. Also ich werde mich auch hier hinstellen und das auch so kommunizieren, mittel- bis langfristig sehen wir uns in der Pro A, wenn nicht in der Bundesliga, ja, definitiv. Da soll die Reise auch hingehen. Warum nicht, wenn man sowas anfängt, das dann hart ausgedrückt auch durchziehen. Ja, bloß warum jetzt, sage ich mal, da irgendwie einen Deckel draufsetzen. Der Standort gibt es auch einfach her, muss man auch sagen. Wir sind in Berlin. Also wenn ich jetzt
jetzt mal als Beispiel Münster anschaue, die haben ja gesagt, Pro A's, das sagen sie, wo sie es ausgereizt haben, was vom Standort von denen möglich ist, mit den Möglichkeiten, die sie dort haben. Und die sind dort auch sehr gut situiert, wie sie es dort aufgebaut haben. Und vielleicht haben sie auch recht, vielleicht gibt Münster nicht mehr her als das. Kann sein. Da gehört ja dann noch viel mehr dazu, als ein paar Leute einzustellen, sage ich mal hart ausgedrückt, und eine Mannschaft aufzustellen, sondern da gehört dann auch einfach dazu, dass eine Halle eine gewisse Kapazität hat und so weiter. Das sind dann ja Projekte, wenn eine Halle gebaut wird, da wird über 10 Jahre gesprochen. Da verstehe ich dann die Entscheidung. Hier in Berlin würde ich niemals einen Deckel draufsetzen. Also so, jetzt mal ganz delusional, warum können wir nicht auch irgendwann im Eurocup spielen? Warum können wir nicht auch irgendwann in der Euroleague spielen? Warum nicht? Ja, Träume muss man haben und Madou sagt das auch sehr gerne immer. Ich hatte gesagt, shoot for the stars, land on the moon. Ja, groß zielen und so weit wie man kommt, kommt man dann. Ja, aber man sollte niemals aufhören. Wenn man jetzt aber von diesen höheren Ligen spricht, also so eine Pro-A-Saison oder eine erste Bundesliga-Saison, da redet man dann aber schon nochmal von ganz anderen Etats. Also Pro B sind jetzt 260.000, meintest du? Ja, ein bisschen mehr sogar nachher. Ein bisschen mehr, lass es 300.000 sein, damit man halt den Spielbetrieb und alles drumherum wirklich gewährleisten kann auf einem hohen professionellen Level. Wenn man jetzt von Pro A redet oder erste Bundesliga, was sind da so Etats, womit diese Vereine arbeiten? Also ich glaube, da gibt es natürlich in der ersten Bundesliga eine extreme Spanne zwischen wer unten ist und dem FC Bayern München, der natürlich dann den Fußball auch hinter sich hat und da eine ganz andere Sponsorengrundlage hat. Klar. Aber ja, einfach nur vielleicht was für das nächste Level, was wird da finanziell auf euch zukommen? Ja, also was man halt verstehen muss, ist, wenn ich jetzt sage, das ist der Etat, da gehören dann auch nicht nur Gehälter dazu, sage ich mal, sondern da kommen dann halt noch weitere infrastrukturelle Sachen dazu. Das heißt, man hat Versorgung für Wohnungen für Leute, vielleicht kommen Spieler mit Familien etc. Also das sind dann so Sachen, die mit dazugehören. Mobilität, kriegen wir es hin, eine eigene Trainingshalle haben, die betrieben werden muss etc. Das heißt, du sprichst auch in der Pro A dann mittlerweile über... Wunschweise würde ich gerne in der Pro A mit einem Etat von 1,5 bis 2 Millionen planen können. Ja, weil da einfach mehr mit dazugehört. Und für die Bundesliga, wenn du nicht super, sage ich mal, knauserig wirtschaften möchtest, ja, redest du nochmal von dem Doppelten, würde ich sagen. Ja, 3,5 bis 4 Millionen. Damit du... Und dann hast du eventuell einen Standortvorteil, Ja, klar. der dir dann noch ein bisschen hilft. Ja, weil ich sag mal, ich weiß nicht, wo Alba sich bewegt, aber ich glaube nicht im einstelligen Millionenbereich vom Etat her. Aber ich glaube, vergangene Saison waren es 12 Millionen, aber sie spielen ja auch noch in der Euroleague. Genau, und in der Euroleague sind sie damit schon relativ geringeres. sehr weit unten. Ja, aber da versteht man dann, glaube ich, einfach auch, in was für einer Spanne man sich bewegt, weil München dort auch nochmal höher ist. Das heißt, wir hätten 1/3 von dem, was Alba hat und damit dann qualitativ irgendwo dazustehen und trotzdem zu versuchen, in die Playoffs zu kommen. Das schaffen dann auch manche Mannschaften. Aber auch mit personellem Aufwand dann an anderen Stellen einfach. Ne? Da ist dann jemand unterwegs ein ganzes Jahr und sieht zu, dass er die richtigen Spieler findet. Ja? Also da brauchst du dann erfahrene Menschen wie ein Mauro Parra, wie einen Konzilowski, die bei sowas wie einer Mannschaftszusammenstellung an dem Stelle helfen können. Aber wir machen jetzt hier gerade 5 Schritte vor dem nächsten. Der nächste Schritt ist erstmal genug Sponsoren ranbekommen und eine spannende Saison spielen. Ich glaube, wenn alle aufmerksam bleiben, dann werden sie sehen, dass es ein paar ganz interessante Verpflichtungen gibt und können sich darauf freuen, hochklassigen, hochwertigen Basketball zu sehen. Also es ist das Team für die kommende Saison auf jeden Fall schon zusammen? Größtenteils. Ein paar Gespräche stehen noch aus. Ich kann sagen, dass ein schöner, guter Kern auf jeden Fall von der vergangenen Saison auf jeden Fall bleibt. Du bist weiterhin mit dabei und Alex ist mit dabei. Wir sind sehr froh, dass Marley mit dabei bleibt und Manu und ich werde jetzt nicht alle nennen, aber es bleiben 10 Spieler auf jeden Fall. Noah und Philipp bleiben auch und das ist schon mal eine gute Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und wir haben auf jeden Fall an einigen Stellen uns nochmal sehr verstärken können. Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Training ist auf jeden Fall, Preseason hat ja jetzt schon angefangen. Man merkt, dass da auf jeden Fall ein ganz anderer Wind jetzt dahinter ist. Wir fangen ein bisschen früher an als alle anderen. Als die meisten Teams. Klar. Also wir sind auf jeden Fall hungrig als Verein.
Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, findet das erste Heimspiel statt, wo die Leute dann eventuell vorbeikommen können. Sehr, sehr gute Frage. Wir spielen das erste Heimspiel tatsächlich am Nationalfeiertag, am 3. Oktober in der Sporthalle Charlottenburg. Direkt ein Derby gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf. Cool. Wie viel Uhr geht's los? 19:30 ist Tip-Off. Davor spielen auch die Alba Damen, das nenne ich auch mal. Das heißt, man kann da einen schönen langen Basketballtag draus machen, wenn man möchte. Wie gesagt, sehr, sehr tolle Arbeit. Ich meine, es ist wirklich unglaublich, was du, Maxi, Madhu, Adam, der hier auch gerade den Podcast filmt, hinter den Kulissen so bewerkstelligt. Ich bin ja mega stolz drauf. Ich habe mich da ja auch ein bisschen rausgezogen und mehr die Spielerseite gewählt, solange ich es noch kann. Solange es noch geht. Solange es noch geht. Ist nicht verkehrt. Ja, aber ja, ich bin auf jeden Fall super stolz auf, was du geleistet hast bisher. Danke, und ja, shoot, wie du schon meintest, shoot for the stars, land on the moon. Ich glaube, das trifft's für diese Folge. Und mal schauen, wie wir uns weiterentwickeln. Schauen wir mal. Genau. Stay tuned. Stay tuned. Yes, sir. Wir sehen uns. Bis bald.